Du bist in einem Café in Berlin. Du hast hart gearbeitet, um Deutsch zu lernen. Du verstehst die Grundlagen, du kennst deinen Wortschatz, du hast sogar Sätze im Kopf geübt. Und dann kommt der Kellner. Er spricht schnell. Sehr schnell. Du hörst zu, aber plötzlich dein Gehirn blockiert. Die Wörter sind da, irgendwo. Aber nicht jetzt. Nicht wenn du sie brauchst. Also antwortest du kurz, oder noch schlimmer, du nickst nur stumm, nur um peinliche Stille zu vermeiden. Und danach gehst du mit diesem Gefühl nach Hause, ich hätte besser sein können. Warum habe ich nicht sprechen können? Dieser Moment, diese Blockade, diese Stille, klingt das bekannt? Das passiert allen Lernenden. Selbst den Besten. Denn klar und schnell in einer Sprache zu denken, die man lernt, ist nicht einfach. Es ist sogar sehr schwer. Aber hier und heute reden wir genau darüber. Wie du ruhig bleibst unter Druck. Wie du schneller wieder die richtigen Wörter findest. Wie du diese Momente der Panik in stille Siege verwandelst. Wir lernen nicht nur neuen Wortschatz. Wir lernen, wie ein Muttersprachler zu denken, in Echtzeit. Ohne Stress. Die zentrale Frage dieser Folge ist einfach, wie trainierst du dein Gehirn, damit es schneller auf Deutsch reagiert? Und die gute Nachricht? Das ist möglich. Und wir schauen uns zusammen an, wie. Wenn wir eine Sprache lernen, denken wir oft, dass das Problem unser Sprachniveau ist. Aber das stimmt nicht immer. Das echte Problem ist das, was in unserem Kopf passiert, wenn wir sprechen müssen. Unser Gehirn wird überflutet. Es hört zu, übersetzt, sucht Wörter, kontrolliert die Grammatik, und gleichzeitig hat es Angst, Fehler zu machen. Es ist, als würdest du 20 Tabs in deinem Browser öffnen. Irgendwann wird alles langsam. Manchmal stürzt es sogar ab. Und diese Angst, etwas Falsches zu sagen? Sie macht alles noch schlimmer. Denn wir haben Angst, beurteilt zu werden. Angst, unintelligent zu wirken. Also entscheiden wir lieber zu schweigen, statt das Risiko einzugehen, einen Fehler zu machen. Aber hör zu, diese Blockade ist normal. Du bist nicht allein. Du bist nicht schlecht im Deutschen. Dein Gehirn versucht nur, zu viele Dinge gleichzeitig zu verarbeiten. Das ist keine Schwäche. Es ist eine Phase. Und wie jede Phase kann man sie durchschreiten. Man muss nur verstehen, wie der Geist unter Druck funktioniert, und wie man ihm hilft, besser zu reagieren. Lass uns konkrete Techniken entdecken, die dein Gehirn schneller denken lassen. Und rate mal? Es ist nicht so kompliziert, wie du denkst. Hier sind einige einfache, aber effektive Methoden, damit dein Gehirn anfängt, direkt auf Deutsch zu denken, ohne Umweg über deine Muttersprache. Erster die Shadowing-Methode. Das ist einfach, du hörst einem Muttersprachler zu, zum Beispiel in einem Podcast oder Video, und folgst ihm Wort für Wort, wie ein Schatten. Du wiederholst, was er sagt, im gleichen Tempo, mit der gleichen Betonung. Das trainiert dein Ohr, deine Aussprache, und vor allem deine Reaktionsgeschwindigkeit. Zweiter, lerne ganze Sätze auswendig. Beschränke dich nicht nur auf einzelne Wörter. Lerne nützliche Sätze auswendig,
die du in vielen Situationen wiederverwenden kannst. Zum Beispiel: Ich würde eher sagen, dass. Weißt du, was ich meine? Lass mich das anders formulieren. Diese helfen dir, Brücken zu bauen, wenn dein Gehirn blockiert. Dritter, benutze Füllwörter. Sie bedeuten nicht viel, aber sie geben dir Zeit. Und das macht den Unterschied. Sätze wie: Eigentlich. Wie soll ich das sagen? Ich glaube, dass. Geben dir 2 Sekunden mehr, um nachzudenken. Und in einer Konversation sind 2 Sekunden enorm. Vierter, denke in Bildern, nicht in Übersetzungen. Wenn du das Wort Regen hörst, übersetze es nicht in deine Muttersprache. Denke direkt an das Bild: Wasser, das vom Himmel fällt, Tropfen auf dem Fenster, der Geruch von nasser Erde. Je mehr du Wörter mit Bildern verknüpfst, desto schneller wirst du antworten. Fünfter, hör dir schnelles Deutsch an und fasst es laut zusammen. Hör dir ein Video, einen Podcast oder ein Lied an, auch wenn du nicht alles verstehst. Dann erzähl laut, was du verstanden hast. Selbst wenn du am Anfang Fehler machst, zwingst du dein Gehirn, sich an die Geschwindigkeit zu gewöhnen. Sechster, mach Simulationstrainings. Ruf einen Freund an, einen Lehrer, oder nutze eine App, um geführte Gespräche zu üben. Je öfter du unter Druck sprichst, desto weniger wirst du dich fürchten, wenn es ernst wird. Das waren 6 konkrete Werkzeuge. Du musst nicht alles auf einmal tun. Wähle eines davon. Probiere es 3 Tage lang aus. Beobachte, wie es etwas verändert. In der nächsten Episode schauen wir, wie du diese Techniken in echten Gesprächen anwendest. Denn Wissen ist gut. Anwenden ist besser. Du kennst jetzt die Techniken. Aber wie setzt du sie in der Realität ein? Keine Theorie mehr. Nur ein konkretes Beispiel. Mit klarer Erklärung. Stellen wir uns eine Unterhaltung zwischen 2 Personen vor, Person A und Person B. Person A: Hast du den Film von gestern Abend gut gefunden? Person B: blockiert A: Ja, war okay, Schweigen. So läuft es oft. Du willst etwas sagen, findest aber nicht die Wörter. Also sagst du nichts. Und das Gespräch stirbt. Jetzt dieselbe Szene, doch diesmal mit den Tools, die wir gelernt haben. Person A: Hast du den Film von gestern Abend gut gefunden? Person B: Flüssiger, eigentlich fand ich den Anfang ziemlich langsam, aber das Ende hat mich echt überrascht. Und du? Person A: Mir hat's auch gefallen, besonders die Schauspieler. Person B: Ja, ich stimme dir zu. Die Hauptdarstellerin war wirklich stark. Ich glaube, sie bekommt bald viele Preise. Das ist ein echtes Gespräch. Nicht perfekt, aber flüssig. Und merkst du den Unterschied? Es ist nicht die Grammatik oder seltenen Wörter, die den Unterschied machen. Es ist die Fähigkeit, weiterzusprechen, auch mit einfachen Sätzen. Person B benutzt vorbereitete Sätze: Ich glaube, dass, ich stimme dir zu. Natürliche Füllwörter: Eigentlich, ich würde sagen. Formuliert ohne nach Perfektion zu suchen. Und genau das ist es, was schnelles Denken ausmacht. Nicht alles wissen, sondern weitermachen,
auch wenn man nicht perfekt ist. Sprachenlernen ist wie auf eine Bühne steigen mit einem Mikrofon. Selbst wenn niemand richtig zuhört, fühlt es sich an, als würde jeder jeden Fehler bemerken. Aber hier ist eine einfache Wahrheit. Niemand urteilt so streng über dich wie du selbst. Die anderen erwarten nicht, dass du wie ein lebendes Wörterbuch sprichst. Sie wollen nur verstehen. Und vor allem, sie freuen sich, dass du es versuchst. Also merke dir: Du darfst Fehler machen. Du darfst nach den richtigen Wörtern suchen. Du darfst sogar lachen, wenn etwas schiefgelaufen ist. Eine Sprache zu lernen heißt nicht, perfekt zu werden. Es heißt, weiterzugehen, auch wenn du noch nicht perfekt bist. Sag also nicht, ich muss jetzt flüssig sein, sondern, ich mache Fortschritte, Tag für Tag. Und jedes Mal, wenn du sprichst, auch wenn es nicht perfekt ist, gönne dir ein stilles Lob. Denn eine Fremdsprache zu sprechen, das ist mutig. Und diesen Mut hast du verdient. In der letzten Runde schauen wir, wie du all das ab heute anwenden kannst. Ohne Stress. Ohne Druck. Nur einen kleinen Schritt nach dem anderen. Du hast jetzt Werkzeuge. Du hast auch etwas mehr Vertrauen. Aber all das bringt nichts, wenn du nicht handelst. Also hier ist mein Vorschlag. Wähle eine einzige Technik aus dieser Folge. Probiere sie 3 Tage lang aus. Das ist alles. Du musst nicht eine Stunde pro Tag üben. Nur 3 Minuten. Jeden Tag. Zum Beispiel: Du wählst die Shadowing-Methode, finde ein kurzes Video und wiederhole die Sätze laut. Oder du lernst eine nützliche Phrase auswendig, wie ich würde sagen, das, und baust sie in deine Gespräche ein. Oder du trainierst, in Bildern zu denken, bei jedem deutschen Wort stellst du dir das dazugehörige Bild vor. Der Schlüssel ist anzufangen. Selbst klein. Selbst langsam. Aber regelmäßig. Und wenn du tiefer eintauchen willst, tritt unserer Community deutschlernender Menschen bei. Tausch dich mit anderen aus. Übt gemeinsam. Unterstützt euch gegenseitig. Vergiss nicht: Schnell denken ist eine Fähigkeit. Und jede Fähigkeit entwickelt sich mit der Zeit und der Praxis. Danke, dass du diese Folge gehört hast. Nächstes Mal geht es darum, wie du ein Gespräch am Laufen hältst, selbst wenn dir nichts mehr einfällt. Bis dahin, bleib dran. Bleib mutig. Und vergiss nicht, du bist auf dem richtigen Weg.